Hallo, ich bin Alexander Wodrich, der Gründer und Geschäftsführer der Agentur Why Do Birds in Berlin-Kreuzberg. Und wir haben 25 Mitarbeitende und es gibt es seit 2012. Wir haben angefangen als Agentur für Audio-Branding, alles rund um Sound, da wo Unternehmen klingen, da waren wir unterwegs und haben aber gleich von Anfang an weitergedacht, dass wir nicht nur Audio-Branding machen, sondern auch den Bereich Motion Design, Bewegtbild gehört irgendwie dazu, Bild und Ton kommen oft zusammen, deswegen arbeiten hier auch Designer. Und auch da hat es nicht aufgehört. Wir haben dann noch angefangen, Softwareentwickler einzustellen, die sich um das Thema Audio-Software kümmern. Wie können Kunden mit Audio selbstverständlich umgehen? Wie können sie es einsetzen, implementieren im Unternehmen? Und last but not least haben wir den Bereich Service Design, auch eine ganz, ganz wichtige Stelle bei uns, wo man wirklich Dienstleistungen gestaltet und optimiert für den User, userzentriert arbeiten. Und das hängt mal mehr und mal weniger mit Sound auch zusammen. Ein ganz tolles Projekt war wirklich die Entwicklung einer Musiksoftware für unseren Kunden Siemens Healthineers. Mit denen hat es angefangen. Wir hatten damals für die gearbeitet im Kontext eines ganzheitlichen Audio-Brandings und haben gesagt, sie wollen, dass es funktioniert mit der Implementierung, dass sie nicht nur ein Musikstück bekommen oder Musikstücke, die sie dann selber versuchen müssen, irgendwie anzupassen an ihre Bedürfnisse, ob das Videos sind oder für Events. Und der Kunde ist gemeinsam mit uns den Weg gegangen, zu sagen, so ja, lasst uns doch was überlegen, wie wir so eine Implementierung vereinfachen können. Und da haben wir angefangen, eine Software zu entwickeln, die das tut und ermöglicht, wo jeder Mitarbeiter oder Mitarbeitende von Siemens Healthineers kinderleicht Musikstücke anpassen kann, verändern kann und genau an die Bedürfnisse anpasst, in denen sie es brauchen. Und diese Musiksoftware, die heißt Music Curve und wurde auch just beim UX Design Award ausgezeichnet vor wenigen Wochen. Ja, und diesen Case, diese Software und wie wir dazu gekommen sind, wie wir die entwickelt haben, das stellen wir jetzt auch demnächst vor beim UX Design Deep Dive am 15. Juni. Kann man da, glaube ich, online das live miterleben und auch interagieren mit uns und Fragen stellen. Ein weiteres ganz tolles Projekt ist jetzt die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft. Die haben jetzt gerade eben letzte Woche ein auch ganzheitliches Audio-Branding gelauncht und das besteht eben nicht nur aus dem klassischen Sound-Logo, sondern eben auch aus einer Markenstimme. Wir haben eine neue Sprecherin gecastet für die BVG, die alle Ansagen macht, die man hört, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Ansagen oder Umsteige-Themen. Die Stimme wird auch weiter eingesetzt, nicht nur an Bahnsteigen oder in den Fahrzeugen. Es geht jetzt dann auch hinein in die Telefonanlage. Da arbeiten wir gerade dran. Und was eben auch toll war am Sound, dass wir eben auch eine Gong-Architektur entwickeln konnten. Was heißt Gong-Architektur? Eine Gong-Klang-Architektur. Es gibt den Ankündigungsgong, wenn vor eine Station kommt und es gibt Durchsagen. Und all diese Gongs sind einheitlich gestaltet, dass sie aus einer DNA kommen und auch sehr, sehr wiedererkennbar sind, aber auch was sehr, sehr Besonderes haben und sehr frisch und ja, es machen Spaß, diese Sounds und sind ganz zackig für Berlin, ganz passend. Ja, im IDZ bin ich schon über 10 Jahre Mitglied. Kennengelernt habe ich das IDZ eigentlich über einerseits die Birgit Weller und dann noch den Carsten Henze. Beides Wegbegleiter, die ich schon lange kenne und ich war immer interessiert daran, was machen die da eigentlich und so kam ich eigentlich dazu und mittlerweile ist das IDZ für mich auch ein Treffpunkt eigentlich fürs gutes Netzwerken, mit guten Bekannten über Designthemen auch sprechen. Das ist eigentlich ein Ort, wo die Designszene von Berlin oder sogar über Berlin hinaus auch zusammenkommen kann und auch immer wieder spannende Themen neu aufbringt. Und ja, wie gesagt, gut 10 Jahre bin ich schon dabei und ich denke mal, es folgen noch weitere 10 Jahre, wenn nicht mehr. Ich schaue gerade auf Apple TV die Serie Severance und die ist ja sehr obskur und man weiß gar nicht, fühlt sich wie in einer komischen Zeitmaschine. Sie spielt zwar in einer bestimmten Zeit, aber es ist undefiniert, wo das stattfindet. Das Setting sieht aus, als wäre es irgendwie in den 70er Jahren. Von den Outfits sieht einiges aus nach 60er Jahren. Die Autos sind dann irgendwie vielleicht aus den 80ern.
Und trotzdem haben die Leute schon Handys, sind noch alte Knochen. Also es ist irgendwie dann doch aus der heutigen Zeit ein bisschen, das ist schon mal sehr obskur. Gibt einen tollen Soundtrack, der sich schon, also allein die Startmusik, die prägt sich schnell ein und bleibt im Kopf kleben und zieht sich auch ganz toll durch die ganze Serie. Und wie gesagt, eine ganz obskure Geschichte, ich will ja gar nicht ins Detail gehen, aber ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und ich fand es interessant, die meisten Folgen macht Ben Stiller Regie und kriegt einen ganz anderen Dreh, so wie man ihn gar nicht vermutet, was da alles passiert. Toll gemacht.